Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Willkommen bei Pet Studio TV. Mein Name ist Björn. Jenny. Und wir machen Community-Arbeit über diesen Weg. Und heute haben wir ein spannendes Thema. Was war denn das Thema nochmal? Ach, guck mal hier, ne? So, wir sind gerade jetzt im Jetzt und nächste Woche diese Woche geht die Gamescom los, ne? Wenn wir diese Folge ausstrahlen. Ja, genau. So. Also für euch ist jetzt bald Gamescom und für uns auch. Ja, dann müssen wir mal, was machen wir denn jetzt für die Gamescom? Wir haben eine Menge gemacht und wir sind auch aufgeregt, denn wir sind ja, wie ihr wisst, jedes Jahr auf der Gamescom, aber dieses Mal ist es eine besondere für uns, weil wir selber ausstellen. Mhm. Wir sind angedockt dieses Jahr an die Indie Arena Booth. Das ist quasi ein Teil in Halle 10.2. Da sind unglaublich viele Indies ausgestellt und da kann man quasi stundenlang rumlaufen und sich Indie-Spiele angucken. Das ist ziemlich cool, wer da noch nicht war. Das lohnt sich alleine schon für Halle 10, sich das mal anzugucken. Auf jeden Fall. Und es gibt mehrere Anbieter, die da quasi Spiele ausstellen. Also es gibt als Aussteller halt die Indie Arena, dann gibt es die Home of Indies, dann gibt es noch einen Retro-Bereich und so weiter. Und diese verschiedenen Anbieter, da kann man sich irgendwie quasi versuchen, Platz zu ergattern. Wir haben uns beworben für die Indie Arena Booth und haben eine Big Booth bekommen. Das sind dann quasi so 3x3 Meter Platz, wo man Spiele ausstellen kann. Mhm. Ja. Ja, wie sehen die Vorbereitungen aus? Was müssen wir alles machen? Alles, was vorher der Publisher übernommen hat, wie zum Beispiel die Bude. Ja? Heißt also, wie sieht die aus? Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Ne? Mhm. Einmal auf der Fantasy Basel in der Schweiz und einmal hier in Oberhausen auf der Roleplayverse haben wir einen kleinen Stand gehabt. Schon einen kleinen nicht, sondern doch, da haben wir mal einen recht großen Stand gehabt bei beiden. Und auch alles so diese 3x3 Meter Plätze. Ne? Genau. Die sind nur unterschiedlich ausgestaffiert, je nachdem, was wir mitnehmen konnten und so. Das heißt, wir haben ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wir haben die eigenen Rechner mitgebracht. Das werden wir diesmal auch machen. Ja. Ja. Dann haben wir selber und noch Menschen, die uns geholfen haben, da am Stand als Standpersonal. Ja. Und worauf muss man achten dabei? Also wir haben, das ist vielleicht ganz spannend für euch, wir haben eine Folge gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber das war auch zur Roleplayverse eine Folge. Das ist halt die Folge heißt irgendwas auch mit Messe, Convention, Aufbau, Gedönsigkeit. Müsst ihr mal gucken, findet ihr bestimmt. Und diese Folge, da zeigen wir euch den Stand, wie wir den vorher in der Küche aufgebaut haben. Das ist ganz cool. Und diesmal auf der Gamescom ist es so, dass wir damit rechnen, dass es sehr voll wird. Erfahrungsgemäß ist echt viel los auf der Gamescom und wir wollen aus unseren Erfahrungen schöpfen. Deswegen haben wir einmal hier unsere Edeltraut. Das ist die Ratte, die wir bekommen haben von Anja und Marco von Dino Shop Nerdstuff. Und die haben die in 3D gedruckt und die wollen wir gerne zur Gamescom wieder mitnehmen, was uns zu einem ersten logistischen Problem bringt, nämlich wie kriegen wir den ganzen Kram eigentlich rüber nach Köln. Edeltraut ist verdammt sperrig. Die macht nämlich auch noch so, ne? Und dann macht die sich schön breit auch noch so. Da oben kann man das sehen. Also das ist schon ein bisschen logistische Meisterleistung, das Ding ins Auto zu kriegen. Ne? Genau, also wir haben auch noch diesmal einen Boden bestellt, weil wir, also so eine Art PVC-Boden, weil wir das cooler fanden, wenn nicht einfach irgendein Boden ist, sondern wenn der Boden auch zu den Wänden passt. Wir wollen ja im Grunde genommen so ein bisschen unser Key Artwork nachbauen und dass man das Gefühl hat, man ist auch so ein bisschen in so einem Dungeon. Also brauchten wir einen Dungeon-Boden. Der ist jetzt auch hier, der ist aber, wie ihr euch vorstellen könnt, bei 3x3 Meter auch relativ sperrig. Dann brauchen wir mindestens 4 PCs mit 4 Monitoren und Peripherie. Und dann muss man Tische mitnehmen. Also wir wollen gerne das so drapieren, dass die Tische halt auch hübsch aussehen. Dann muss man Sitzgelegenheiten, also muss man nicht, aber würden wir gerne, dass die Leute beim Spielen auch sich kurz hinsetzen können. Und dann braucht man quasi noch Material für die Wände, also Dekoration. Dann braucht man, wir haben jetzt so einen kleinen Tresen, so einen Empfangstresen, da kann man dann Leute empfangen und das ist alles sehr viel Zeug, was sehr viel Platz wegnimmt.
und das muss quasi irgendwie alles ins Auto rübergehievt werden. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass wir für die Gamescom sowas wie Klamotten brauchen. Also wir müssen unseren eigenen Koffer mitnehmen. Ja. Und insgesamt wird das also echt viel Stuff. Und wir versuchen das jetzt alles irgendwie in den Kofferraum zu quetschen und Tetris zu spielen mit den Sachen und hatten uns überlegt, dass wir uns jetzt vielleicht noch einen Dachgepäckträger oben drauf hieven, damit wir nicht zweimal fahren müssen, weil wir haben keine Anhängerkupplung, können deswegen keinen Anhänger mitnehmen und mit 2 Autos fahren ist auch irgendwie bescheuert, also versuchen wir das irgendwie so runterzubringen. Und ich habe jetzt schon Schiss, dass wir in die Tiefgarage vom Ibis Hotel nicht reinkommen, ne? Doch, das geht. Ja? Klar. Oh Mann, echt. Doch, ja. Stehst du dann da mit deinem Sack und Pack und darfst dann vor der Tiefgarage den ganzen Krempel da. Ach, ich habe da so Horrorvisionen, du. Mhm. Naja, Dienstags das, ne? Edeltraut aufs Dach geklemmt. Ah, ja. Super. Da würden die Leute schon komisch gucken. Ja. Ja, also das ist logistisch schon eine Herausforderung. Dann muss man schauen, also, dass man viel an Vorbereitung auch macht im Internet. Also es gibt für die Gamescom zum Beispiel sowas wie Gamescom Now. Da könnt ihr zum Beispiel reinschauen und gucken, wer ist dann alles da, was für Spiele werden da ausgestellt und so weiter. Und ihr könnt dann irgendwie quasi bei Gamescom Now ein bisschen stöbern. Und Gamescom Now braucht quasi auch Seiten. Das heißt, man loggt sich dann da quasi ein in so ein Backend und dann kann man sich eine eigene Ausstellerseite machen, dass man sich quasi vorstellt als Aussteller, ne? Wir als Pithead Studio, also welches Spiel stellst du denn da vor? Und dann machst du dir nochmal eine extra Seite für Kralon. Dann braucht man darüber hinaus sowas wie ein Presskit, das müssen wir vorbereiten. Da kommen dann quasi Screenshots rein und ein Trailer und Informationen über das Spiel, Informationen über uns und so, dass hoffentlich Presse kommt und interessiert ist. Dann kommt man zum Stundenplan. Wir haben quasi einen, so wie damals in der Schule, über die ganze Woche einen Stundenplan gemacht, wann wir wo sind, was wir mit wem, wann, wo, warum machen und versuchen dann vorher Termine zu machen mit möglichst vielen Menschen, dass die sich, während wir dann da sind und unser Spiel ausstellen, auch unser Spiel anschauen. Also dann versucht man quasi Pressevertreter anzuschreiben und oder vielleicht den einen oder anderen Influencer noch und hofft, dass die Menschen sich dann melden. Dann haben wir quasi Termine gemacht, wo wir an unterschiedlichen Tagen quasi unser Spiel dann vor Ort jemandem präsentieren können. Das ist auch nochmal eine Menge Arbeit. Und dann natürlich, wenn ihr jetzt kommt und sagt, Mensch, wir möchten uns das angucken, das Herzstück des Ganzen, nämlich die Demo selber. Weil man möchte da ja dann auch was vom Spiel sehen und das müssen wir irgendwie möglichst präsentabel dann auch aufbereitet haben, damit man das da mitnehmen kann. So. Ja, also wird man uns dann überhaupt antreffen, ist dann die Frage. Wir werden uns bemühen, so oft wie möglich an unserem eigenen Stand zu sein. Ja. Also wir sind sehr viel unterwegs, aber wir bemühen uns oft da zu sein. Ja. Auch viele Termine direkt am Stand gemacht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr uns am Stand erwischt, ist super hoch. Mhm. Ja, kann man denn überhaupt noch auf eine Gamescom gehen? Ich habe ja mal gehört, das wäre so voll und so schlimm und alles irgendwie. Also ich finde, ja. Klar. Vor allem, weil die Gamescom hat ja oft den Ruf gehabt, irgendwie man steht nur vor großen Kartons und wartet 4 Stunden auf sein Spiel. Wenn man da Bock drauf hat, kann man sowas machen. Mhm. Aber es gibt unheimlich viele Sachen, die man da tun kann tatsächlich. In der Indie-Ecke oder so sind sehr viele Menschen, mit denen man redet, sehr viele unterschiedliche Spiele, die man sich anschauen kann. Da ist man den ganzen Tag beschäftigt, alleine sich nur mit den Indie-Games zu beschäftigen. Zumal da auch halt die Entwickler selber stehen. Ne? Ja. Das finde ich immer noch mal ein schöner Unterschied zu den großen Hallen, wo wir vorher immer waren. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Entwickler antrifft bei den AA- und AAA-Spielen, ist halt tendenziell möglich, aber geringer, weil die vielleicht nur 1-2 Mal am Tag da sind, wenn sie überhaupt da sind. Und bei den Indies stehen die meistens selber halt im Stand, so wie wir, und promoten ihr Spiel. Und das ist natürlich auch eine ganz coole Erfahrung. Mhm. Es gibt in den großen Hallen sehr viele Bühnen. Das heißt, es gibt sehr viele Bühnenshows, die man sich angucken kann. Da kann man sich auch so einen Stundenplan machen. Da kann man gucken, wo ist was interessiert mich daran. Da guckt man sich die Bühnenshows an, setzt sich dann auf diese Treppen da, die da gemacht haben. Also so Zuschauerplätze oder sowas, ja. Es gibt auch E-Sports-Geschichten. Es gibt einen riesigen Merch-Halle, wo man nur Merchandise kaufen kann zu allen möglichen Sachen, Fantasy,
Science Fiction, allen möglichen Krempel. Kann man sich angucken, was es alles gibt. Und wenn man sich nur inspirieren lassen will, es gibt zwischen den Hallen immer große Plätze, wo man was essen kann. Dann gibt es unheimlich viele coole Sachen, wie zum Beispiel Cosplay Village. Da rennen Leute rum, die haben auch eine eigene Bühne im Cosplay Village. Das ist auch, glaube ich, Halle 5, also in den vorderen Bereichen meistens gewesen irgendwie. Da kann man sich auch aufhalten, da kann man sehr viel Leute sehen, die vorsingen, die Konzerte geben, die ihre Cosplay-Kostüme vorstellen. Ja, also das ist wirklich sehr viel Krempel, unterschiedliche Sachen, die man da machen kann. Und es gibt viele Menschen, die daher zurückkamen und sagten, ja, irgendwie war das nichts für mich. Ich glaube, man wird erschlagen von den Möglichkeiten, die man da hat. Und das ist halt irgendwie, man weiß gar nicht, wo man als erstes hingehen soll. Macht euch einen Plan. Ja, einen Plan machen macht auf jeden Fall super Sinn, gerade auf der Gamescom, weil viele Sachen passieren parallel und man muss sich teilweise schon entscheiden, wo gehen wir eigentlich hin. Also wenn wir auf der Gamescom waren, waren immer unterwegs und so, und die 8 Stunden, die diese Messe dauert oder so, waren wir, ich glaube sogar länger, waren wir immer unterwegs und hatten immer irgendwie, wo gehen wir als nächstes hin, und, bis wir dann nachher am Abend völlig fertig waren oder so. Selbst wenn wir kein Spiel ausgestellt haben, waren wir selber oft immer da, also eigentlich fast immer, Mhm. Und das ist sehr anstrengend, aber ich finde das richtig cool und kommt zahlreich, es macht Spaß, immer noch. Ja. Genau, also ihr könnt natürlich bei Gamescom Now gucken und stöbern, was ihr euch angucken möchtet. Ja. Ihr könnt aber auch im Internet einfach so googeln. Die Gameswirtschaft hat auch immer einen recht guten Überblick darüber, wer wann wo ist. Zum Beispiel irgendwelche, Influencer, Autogrammstunden oder irgendwelche Spiele, welche Aussteller sind denn jetzt wo vertreten und so. Das findet ihr alles vorher. Ich würde mir dann eine kleine Notiz machen, in welcher Halle, wo, wann trifft man was. Und dann habt ihr ein Ziel. Und kleiner Geheimtipp vielleicht von unserer Seite noch, wenn ihr da seid. Also, wenn ihr durch den Mittelgang geht, ist das sehr imposant, weil da sind unfassbar viele Menschen, aber da ist man nicht so schnell. Wenn ihr ein bisschen schneller sein wollt, dann geht ihr rechts oder links durch die Hallen, über die Höfe. Dann seid ihr etwas schneller unterwegs. So. Genau. Und wenn ihr auf die Gamescom kommt, dann kommt unbedingt bei uns vorbei in die Arena Booth, Halle 10.2, Standnummer habe ich vergessen, aber das ist sowieso die halbe Halle in die Arena Booth. Deswegen werdet ihr uns in irgendeiner Ecke davon bestimmt finden, und dann sagt doch einfach mal Hallo, da freuen wir uns. Ja. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Also, da fragt jemand, Objekte bzw. Fässer sind aktuell nicht zerstörbar. Bleibt das so in Karlon? Zerstörbar? Also, wir möchten ein Spiel machen, wo man Sachen finden kann. Und wenn man alles zerstört und dann die Sachen aufsammelt, die man dann, das finde ich irgendwie nicht so. Also, es gibt Spiele, die das cool machen, so, aber das ist nicht unser Spiel. Ja. Also eher, dass man Sachen untersucht, dass man Sachen öffnen kann und so weiter, als wäre man tatsächlich da. Aber man rennt ja auch nicht mit der Axt in die Gegend rum und haut alles kaputt, wenn man im Dungeon ist. Also ja, es ist cool, Sachen kaputt machen, aber ist bei uns nicht geplant. Nein. Genau. Es gibt wenige Dinge, die storyseitig tatsächlich zerstört auch zerstörbar sind, tatsächlich. Aber das stimmt, die ja. haben dann nur mit der Story zu tun. Ja, ne? Richtig, und dieses irgendwie, es ist ja so, ihr kennt das, ne? Wenn man einmal irgendwie eine Kiste kaputt gemacht hat, hat man irgendwie dieses monkische Bedürfnis, alle Kisten dann kaputt machen zu wissen, alle Fässer kaputt machen zu können. Dann laufen die Leute nur rum und zerstören alles. Das ist einfach eine andere Art von Gameplay. Das kann geil sein, das kann total Spaß machen. Wir haben uns aber für ein anderes Gameplay entschieden. Und das könnt ihr auch auf der Gamescom dann einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, genau. Ja, vielen lieben Dank und bis hoffentlich bald wieder. Nächsten Montag geht's hier weiter. Da werden wir uns dann darüber unterhalten, was so nach so einer Messe alles passiert. Genau. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wie viele Tage sind wir denn da auf der Gamescom? Alle.